7 Feng Shui-Tipps für mehr Ordnung und Klarheit. Stell dir vor, dein Zuhause wäre nicht nur ein Ort zum Wohnen, sondern ein Raum, der dich trägt, beruhigt und stärkt. Was wäre, wenn du mit ein paar kleinen Veränderungen sofort mehr Energie, Klarheit und Leichtigkeit spüren könntest, ohne große Umbauten, ohne Perfektion? In diesem Video zeige ich dir 7 kraftvolle Feng Shui-Tipps, die deinen Raum und damit auch dein Inneres verändern können. Bleib dran, es könnte deinen Blick auf dein Zuhause für immer verändern. Ja, eine kleine Vorabbemerkung. Ich bin kein Feng Shui-Experte, aber ich habe mich damit befasst und ich habe vor allem eine Erfahrung getan, die ich gern mit dir teilen würde. Ich habe nämlich in den letzten Monaten ein Minimalismus-Gästehaus eingerichtet und ich habe eine Feng Shui-Expertin engagiert und wir haben zusammen mit einer Malerin das ganze Gästehaus nach Feng Shui-Prinzipien eingerichtet und auch möbliert. Und ich muss sagen, es ist unglaublich, was wir dort spüren. Was ist Feng Shui überhaupt und wie kann es dir helfen, mehr innere Ruhe und Freude an deinem Zuhause zu finden? Darum geht es in diesem Video. Feng Shui kommt aus dem alten China und bedeutet wörtlich Wind und Wasser. Es ist die Kunst, Räume so zu gestalten, dass die Lebensenergie, das Qi, frei fließen kann. Wenn die Energie frei fließt, sagen die Chinesen, fühlen wir uns lebendig, klar und leicht. Wenn sie blockiert wird, fühlen wir uns müde, unruhig und überfordert. Feng Shui hilft uns, Räume zu schaffen, die uns in unserem Leben unterstützen. Ganz einfach, ganz natürlich. 7 Feng Shui-Tipps für mehr Ordnung und Klarheit. Tipp 1. Halte deinen Eingang frei. Der Eingangsbereich ist gemäß Feng Shui der Mund deines Hauses. Hier strömt neue Energie hinein. Wenn Schuhe, Taschen oder Kissen den Weg versperren, stockt diese Energie. Ja, was bewirkt es, wenn du diese Regel einhältst? Ein klarer, einladender Eingang zieht neue Chancen, frische Energie und positive Veränderungen in dein Leben. Zumindest behauptet das Feng Shui, aber probier's doch einfach aus. Tipp Nummer 2. Räume die Ecken auf. Ecken sind gemäß Feng Shui sensible Zonen, wo Energie leicht stagnieren kann. Wenn sich hier Gerümpel sammelt, spürst du das als innere Blockade. Feng Shui verspricht, freie Ecken lassen die Energie wieder fließen und bringen Bewegung in festgefahrene Lebensbereiche. Probier's aus und sag mir, ob es wirkt. Tipp 3. Schaffe Ordnung auf sichtbaren Flächen. Was du ständig siehst, das beeinflusst deine Stimmung. Ein vollgestellter Tisch oder eine überladene Kommode, das erzeugt unterschwelligen Stress. Das habe ich dir auch in einem anderen Video ganz genau erklärt, da auch mit den wissenschaftlichen Zusammenhängen. Was es bewirkt, wenn du dich daran hältst, gemäß Feng Shui, klare Flächen beruhigen deinen Geist, fördern deine Konzentration und geben dir emotionale Stabilität. Lass mich wissen, ob es klappt bei dir. Tipp Nummer 4. Lass alte Dinge los. Dinge tragen Erinnerungen, schöne, aber manchmal auch belastende. Manche Gegenstände halten dich in der Vergangenheit gefangen. Was es bewirkt? Loslassen befreit stagnierte Energie und schafft Platz für Wachstum, für Heilung und für neue Erfahrungen. Tipp 5. Gib deinem Bett Rückhalt. Dein Bett ist ein Ruhepol. Es sollte an einer festen Wand stehen und du solltest die Tür im Blick haben. Zumindest sagt das Feng Shui. Was es bewirkt? Angeblich, wenn du es umsetzt, eine sichere Schlafposition stärkt dein Urvertrauen, verbessert deine Regeneration und schenkt dir Geborgenheit. Bei Tipp Nummer 6 geht es um deinen Kleiderschrank. Der ist gemäß Feng Shui ein Spiegel deiner Identität. Zum Glück habe ich ihn gerade neu aufgeräumt. Das Video findest du hier. Ein überfüllter Kleiderschrank kann dich innerlich blockieren, sagt Feng Shui. Halte nur Kleidung, die du wirklich trägst und liebst. Was bewirkt es, wenn du es tust? Gemäß Feng Shui, ein klarer, bewusster Kleiderschrank stärkt dein Selbstwertgefühl und hilft dir, dich neu zu definieren. Tipp 7. Lass Raum für Leere. Das habe ich dir in diesem Video ganz genau erklärt und dafür muss man nicht Feng Shui-Experte sein. Aber zurück zu Feng Shui. Warum sagt Feng Shui auch, dass Leere so wichtig ist? Nicht jede Fläche muss voll sein. Leere ist keine Leere, sie ist Einladung.
Was bewirkt es gemäß Feng Shui? Bewusst freigelassene Flächen geben deinem Geist Raum zum Atmen und laden neue Ideen, neue Chancen und Ruhe in dein Leben ein. Ja, das Fazit. Feng Shui bedeutet nicht, dein Zuhause perfekt zu machen. Es geht darum, Räume zu gestalten, die dich stärken, dich beruhigen und dir neue Kraft schenken. Probier's doch mal aus. Fang mit einem dieser Tipps an und spüre, wie sich nicht nur dein Raum, sondern auch dein Inneres verändert. Wie gesagt, ich habe es erlebt bei unserem Minimalist Feng Shui Guesthouse. Das war ein ganz hässliches kleines Entchen von einem Haus und ist jetzt doch so wie ein Palast, wenn man reinkommt. Ich fühle mich total wohl, die Farben sind harmonisch und es ist so eine angenehme Energie in diesem Haus. Und übrigens, wir entwickeln gerade einen kurzen Test, mit dem du herausfinden kannst, warum du eine Blockade hast. Also was genau dein persönlicher Grund für Unordnung ist. Wenn du daran interessiert bist, schreib einfach Test unten in die Kommentare. Ich freue mich riesig, dich auf deinem Weg zu mehr Klarheit und Energie auf diese Art und Weise begleiten zu dürfen. Wenn dir das Video gefällt, gib mir einen Thumb up, also einen Like, schreib einen Kommentar, das hilft, dass das Video mehr Zuschauerinnen und Zuschauer findet. Vielleicht hilft es nicht dir, aber jemandem, den du kennst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.